Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ein Video, auf das ich mich schon wirklich sehr lange gefreut habe, denn auf den Tag habe ich auch schon sehr lange gewartet, denn die Mega-Fusion von Fusion 17 hat gestern stattgefunden und wir werden heute mal raufschauen, was auf dem Server alles so passiert ist, wie die Gilden aussehen, ja, ob es schon hier und da ein paar Austauschungen gab. Ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die ältesten und stärksten Server aus Shakes and Fidget treffen aufeinander und werden zu Fusion 17. S1, S2, S3, S4. Ja, das ist alleine erstmal schon eine Ansage. Dann kommt noch Buffed, kommt noch dazu. Gamona, Ingame, RTL 2 und Xchar. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Ansage. Wir haben hier geschlagene 708.000 Spieler jetzt gerade auf dem Server drauf. Zu dem Zeitpunkt, ich nehme gerade um 8 Uhr morgens auf, ja, hier am 10.2. und wir werden mal reinschauen in die Ehrenhalle. Ich bin wirklich sehr gespannt, ja. Wir gucken erstmal auf die ersten Ränge und wen haben wir da? Wie soll es anders sein? Da wird einem gleich das Sponsorschwein ins Gesicht gedrückt hier. Grüße gehen raus an Derafin mit seinem Handschwein hier, ja. Ja, schöne Sache. Derafin natürlich jetzt auch auf dem Server mit da drauf. Auch natürlich ein Urgestein der Szene und natürlich auch einer der stärksten Kundschafter in ganz Shakes and Fidget. Hatten wir auch schon öfter mal hier auf dem Channel gehabt, öfter schon mal Interviews, ein paar zu Stammtischen mit dabei gewesen. Sehr korrekter, sehr chilliger Dude auf jeden Fall und ja, ist bei den Unfassbaren hier in der Gilde, die auch vorher natürlich schon eine extrem krasse Gilde auf S3 gewesen sind, aber wir haben natürlich hier auch die Top-Notch-Gilden der von S1, von dem Server, von dem Shakes and Fidget Server überhaupt drauf. Und das ist halt Phoenix und Ritter der Anduril, die hier auch beide wirklich auf dem Server eine unglaubliche Macht darstellen. Haben wir jetzt aber gemischt, auch mit ganz vielen anderen Leuten und Gilden. Wen haben wir denn hier noch so in der Ehrenhalle? Blickdicht haben wir hier, das allsehende Auge sagt mir persönlich nichts. Hier haben wir Phoenix, Dark Aliens, ja, das habe ich auch schon mal irgendwann gehört. Die Unfassbaren, wie gesagt, das sagt mir auf jeden Fall was, denn das ist eine sehr starke Gilde, auch nach wie vor, ich wollte schon sagen gewesen. Der Weiße Rat, auch sehr interessant, da in der Gilde auch der Dr. Darm spielt, soweit ich weiß. Genau, Dr. Darm hier auch auf dem Server vertreten. Der höchste Char in ganz Shakes and Fidget, auch auf dem Server hier drauf. Momentan abgesunken auf Rang 323. War aber auch zu erwarten, dass die Leute hier natürlich erstmal doof dastehen, nachdem sie gemerged worden sind. Und man muss dazu halt auch sagen, Dr. Darm geht halt vollkommen auf XP. Ne? Ist kein Goldspieler, ist klar an der Stufe zu erkennen. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Stats wieder. Deswegen wird er wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die Ehrenhalle geschubst werden. Aber dass er hier auch auf dem Server drauf ist, auch eine sehr coole Sache. Ne? In der Weiße Rat, auch eine Gilde, die man auf jeden Fall schon mal hier und da gehört hat, ja, und da haben wir auch die ersten hier schon wieder, die Beutegold-Taktik hier, sich zunutze machen, kurz nachdem sie auf den Server gejoint sind. Hier haben wir jetzt übrigens gerade mal die Gilden-Ehrenhalle, wo man natürlich noch nicht ganz so viel drauf geben kann, denn das sortiert sich natürlich jetzt erstmal peu à peu ein, aber ich bin sehr gespannt, wer hier das Rennen machen wird. Ja, wird es Phoenix sein, werden es die Ritter sein, die Unfassbaren? Ich weiß nicht, gibt ja auch noch viele andere Gilden und wie gesagt, die Gilden untereinander wollen wohl keine kompletten Mega-Gilden erschaffen, weil es alle schon an sich Mega-Gilden sind, von sich aus. Ne? Es finden wahrscheinlich nur so einzelne Transfers statt, keine Ahnung, ne? Aber also so einzelne Leute werden ausgetauscht, aber komplette Fusionen unter den Gilden soll es wohl so nicht geben. Ja, hier haben wir zum Beispiel die Ritter
von S1 natürlich, angeführt von Viper. Schöne Grüße auch an dich hier an der Stelle. Natürlich auch ein sehr bekannter Spieler, ne? Marodeur, Sir Glatze, ne? Haben hier sehr, sehr viele Spieler, die man auch schon mal so gesehen hat oder so kennt, hier auch mit Profilbild. Lai Lana hier am Start, Flo-Hops, ja, das sind auf jeden Fall bekannte Namen. Wenn wir uns mal in die Ehrenhalle nochmal kurz verpieseln, ja, da haben wir uns ja jetzt nicht so lange aufgehalten. Da haben wir natürlich auch noch hier sehr viele krasse Namen, zum Beispiel Manchurian, hier auch, ne, hier ist auch der Tony mit dabei, ne, aber der Papa von Tony, nicht der Tony selbst, ja. Wen haben wir hier noch? Der die Cool, Alexander hier, für die Leute, die ganz früher mal im Forum gewesen sind, die werden ihn bestimmt noch kennen, ja, ist hier auch auf dem Server mit drauf in der wilden Gilde, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch sogar die Gilde von ihm. Und hier spielt auch zum Beispiel Christine, auch ein Name, den man schon mal gehört hat, weil es auch ein sehr starker Magier oder Magierin in dem Fall auch darstellt. Ne? Wir gucken nochmal ganz kurz weiter, ob man hier noch einen Namen kennt. Wie gesagt, das Ding ist halt, dadurch, dass manche Leute hier halt schon auf Beutegold gehen, lassen sie sich natürlich auch sehr schnell in der Ehrenhalle droppen und sind vielleicht dadurch dann halt eben nicht auf der Ehrenhallenstufe, beziehungsweise hier Don Muerte hat auch, kennt man auch, ganz wichtiger Spieler auch in der Szene, hat auch sehr viele nützliche Tools zum Beispiel entwickelt, die wir auch schon öfter mal in Videos gezeigt haben, also auch, ne, kennt man auf jeden Fall auch. Und deswegen hier einfach so ein Vibe auf Platz 37, ne? So unscheinbar, aber hier sind wahrscheinlich noch so viele Spieler, die man auch kennt und extrem kranke Spieler. Hier sticht mir natürlich auch der gute Charlie direkt ins Auge. Ja, Grüße auch an dich an der Stelle, ne? War, glaube ich, auf Ingame früher gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, Ingame. Ja, auf Ingame war er gewesen hier, ne? Kennt man natürlich auch. Auch natürlich ein sehr netter, ein sehr cooler Dude und auch mit einem sehr starken Magier hier am Start. Ne? Suchiro kennt man, aber ich glaube, das ist nicht der Originale, oder? Ich weiß es nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Suchiro ist mir im Kopf geblieben als jemand, der fast ausschließlich nur auf Intelligenz gegangen ist und daher auch ein Magier ist. Und das hier ist ein Kundschafter. Also von daher, nee, das scheint da, glaube ich, nicht zu sein. Muss ich mich aber jetzt mal ganz kurz vergewissern hier. Muss mal ganz kurz in die Statistiken reinschauen. Warte mal, können wir auch so machen. Wenn wir jetzt auf die Magier gehen und das Hauptattribut, ne, dann war doch hier, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht täusche, warte mal, welche Welt ist das jetzt hier? Sind das alle Welten? Ja, das sind alle Welten. Okay, dann müsste er, glaube ich, hier... Er ist mir zumindest so im Gedächtnis... Aber was ist denn das hier für ein Hauptattribut? Das stimmt doch auch irgendwie nicht, ne? Das ist doch auch schon hier viel höher. Achso, wir müssen ja auch danach sortieren, lul. Wir waren auf der Stufe. Genau, hier ist der Name, auch gleich zweimal. Ach, hier, bei Phoenix ist er, Suchiro, ne? Also auch sehr starker Magier hier, Nachteule, ne? Haben wir hier noch. Und Sturmhexe kennen wir natürlich auch hier. Aber Sturmhexe am Dominieren, was das Hauptattribut angeht. Ja, also finden wir den Suchiro bei Phoenix wieder. Also in der Gilde hier. Ja, müsste hier irgendwo stehen, wenn ich jetzt nicht verguckt habe. Aber ich bin immer blind, was hier das Namensuchen angeht. Kann sein, dass wir ihn schon gesehen haben. Ne, da unten ist er. Hier. Ja. Hier finden wir den Char, ne? Also auch extrem krank auf jeden Fall und natürlich auch in einer der besten Gilden der Welt hier. Ne? Und ja, wenn wir mal auf die Gilden-Ehrenhalle schauen, dann können wir hier einfach mal gucken. Ich habe jetzt nicht im Kopf und nicht verglichen, wie die Gilden exakt vorher aussahen. Aber ich habe mir schon sagen lassen, dass 1, 2 Leute auch schon getauscht worden sind. Sodass die Gilden natürlich nochmal ein bisschen stärker geworden sind, die starken Gilden noch stärker geworden sind. Ritter der Anduril haben wir jetzt zum Beispiel ein Durchschnittslevel von 637 und das ist natürlich schon echt eine Ansage. Ich weiß nicht, wo liegt momentan gerade Horizon, da muss man mal ganz kurz gucken. 653. Ja, ist nochmal ein Unterschied auf jeden Fall. Aber man muss dazu auch sagen, Horizon ist ja auch eine Gilde, die sich komplett neu erschaffen hat. Und Ritter der Anduril, eine Gilde, die
ja, vielleicht nur hier und da mal jemanden ausgetauscht haben. Hier die Unfassbaren mit 622er Durchschnittslevel. Nur mal zum Vergleich, Celtic liegt momentan gerade, gucken wir mal ganz kurz, wir sind momentan gerade bei 612. Ja, also auch wir sind eine starke Gilde, aber es gibt halt eben auch so viele unfassbar starke Gilden da draußen, so wenn man mal außerhalb von seinem eigenen Server schaut. Ne? Hier haben wir Phoenix mit 652, ja, ist nochmal deutlich stärker als Ritter des Anduril. Ich sage immer der Anduril, ja, das ist auch immer ein Name hier. Ich sage einfach Ritter, dann weiß man Bescheid. Also 652er Durchschnittslevel. Ich denke mal, Phoenix wird auch auf F17 Platz 1 werden, was die Gilden angeht. Und stehen sich auf jeden Fall in nix nach im Vergleich zu Horizon mit 653 und in der IHOF, also in der internationalen Ehrenhalle. Na gut, können wir jetzt momentan gerade noch nicht reinschauen, weil der Server jetzt frisch gemerged wurde und auf F17 jetzt die Nordlichter jetzt gerade. Aber das wird sich die Tage auch noch einpendeln. Wir haben ja davor gesehen, dass Phoenix tatsächlich auch ja, auf Platz 1 gewesen ist und erfolgreich gegen Gods of Lights, glaube ich, gekämpft hatte, aber auch schon mal gegen Horizon. Also auch die nach wie vor, die könnten noch so viel stärker jetzt werden, mit so viel mehr Potenzial, was man sich in die Gilde hier reinholen kann auf dem Server. Aber ich denke mal, ja, dass da nicht der Hauptfokus drauf liegen wird und die schon an sich eine sehr aktive Late-Game, ja, High-Class ja, Gilde haben, ne, dass man jetzt nicht unbedingt da welche auf Biegen und Brechen auswechseln muss. Wäre ja auch Schwachsinn so, ne? Nur um jetzt ja, auf Krampf so Platz 1 weltweit zu werden. Ne? Aber auch wenn wir weiterschauen, Stufe 615er Durchschnitt hier. Friends mit fast 600, ja, dann haben wir hier Nachtwache, gemütliche Superstars hier. Der 4. Stern, ich weiß immer nicht, von wo die ganzen Gilden kommen hier tatsächlich, aber scheint auch eine relativ starke Gilde zu sein. Hier haben wir eine Gilde, The Insane, einfach mal auf Platz 10, ja, wieder mit einem 605er Durchschnittslevel. Also das sortiert sich hier auf jeden Fall noch so ein bisschen ein. Ne, hier sehen wir ab und zu mal so Gilden, die deutlich ja, schwächer sind, aber hier fast auch wieder 600er. Durchschnittslevel. Little Baumis kenne ich auch. Ich glaube, da hatte der Derafin vorher drinne gespielt. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ist ja auch eine starke Gilde hier mit fast 590 Durchschnittslevel, auch relativ strong. Ne? Also ihr seht, der Server gibt hier einiges her. Wir sind hier jetzt mittlerweile auf Platz 21 und haben hier immer noch so einen krassen Durchschnitt. Und das variiert hier halt immer noch, ne? Also wir sind noch nicht am Ende. Guck mal hier, wir gehen so weit durch und haben hier auf einmal wieder auch so eine starke Gilde und hier sind nur 49 mit dem Durchschnittslevel. Also ja, Dunkle Allianz hier auch am Start, Kaiserliche Garde, ne, Team Invisible, ne, also schon auf jeden Fall, wir können hier noch weiter runtergehen, ne, und wir werden immer wieder mal so ein paar, ja, sehr starke Gilden finden, ne? Und ich bin gespannt und werde da natürlich auch mein Augenmerk drauf richten auf dem Server, dass ja, wie sich das Ganze hier so einpendeln wird. Und ich denke mal, der nächste Elevator wird auch ziemlich interessant werden. Also nicht nur auf dem Server, guck mal hier, einfach mal auch wieder so 533er auf Platz 56, ne? Wird sich alles nachher noch sortieren, denke ich mal. Ja, also der nächste anstehende Elevator, der ja wahrscheinlich mit EU10 kommen wird, ne, was wir durch den Leak erfahren haben, ja vielleicht Ende des Monats schon soweit sein wird, wird sehr interessant werden. Also nicht nur auf meinem Server, wo wir halt gegen ja, Horizon kämpfen werden. Gut, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber gegen Last Dawn wird es bei uns halt so um Platz 2 und 3 gehen, denke ich mal. Ne? Dann aber auch auf sehr vielen anderen interessanten Servern, wie zum Beispiel hier F17, wo hier halt eben die Gilden untereinander das austragen werden, aber auch international gesehen, ne? Oder auf anderen Servern, wo zum Beispiel hier Gods of Light gegen die Endgegner, ne? Auch sehr interessant, wie da der Elevator aussehen wird. Also der Elevator wird diesmal wirklich noch interessanter werden und noch einen größeren Impact haben, als er schon hatte, durch diese ganzen neu entstandenen Gilden. Und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Gerade auch, wenn die Elevator-Liste rauskommt, die internationale Elevator-Liste, die ja meistens der Tim immer für uns parat hat, wo man dann halt eben alle
ja, Gilden weltweit in einer Liste hat, die geordnet sind nach Höllenmarken. So, nicht nur von dem eigenen Server, sondern halt eben von allen Servern. Und da bin ich halt sehr gespannt drauf. Ne? Also wer da ganz oben stehen wird, wie da so die Top 10 aussehen werden. Vielleicht schaffen wir es sogar mit Celtic auch in die Top 10 wieder. Ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass sich so viele starke Gilden jetzt gegründet haben, zweifle ich daran ein bisschen. Aber wir sind ja mit Celtic auch wirklich nochmal ein gutes Stück stärker geworden. Deswegen glaube ich mal nicht, dass wir so abgeschlagen sind im Vergleich zum letzten Mal, beziehungsweise im Vergleich zur Konkurrenz. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich gebe natürlich auch wieder mein Bestes auf jeden Fall, dass wir den Elevator so gut es geht bestreiten können und so viele Marken wie möglich sammeln. Ne, ist ja auch immer so ein Ding von Investment, sag ich mal, was man da halt reinstecken will in den Elevator. So an sich ist es eigentlich ein geiles Free-to-Play-Feature, sag ich mal, beziehungsweise haben Free-to-Play-Spieler sehr viel vom Elevator, finde ich. Also auf jeden Fall haben die Free-to-Play-Spieler deutlich mehr als vom Legendary Dungeon, finde ich persönlich, weil es halt so viele geile kleine Sachen gibt, die man sich jeden Tag so holen kann aus dem Elevator, auch unter anderem sehr viele Pilze, Ressourcen, ne? Gold natürlich auch, Items, und das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Feature, wie ich finde, und hatte ich auch schon so gehört gehabt von vielen Free-to-Play-Spielern, dass der Elevator denen sehr gut gefällt, so, ne? Und deswegen könnt ihr mir ja auch nochmal sehr gerne in die Kommentare schreiben, ne, was ihr besser findet, so Legendary Dungeon oder Elevator. Ich glaube, als Pilzer feiert man mehr den LD und als Free-to-Play, glaube ich, mehr den Elevator, so. Ne? Und da bin ich halt, wie gesagt, sehr gespannt auf die Listen. Ja, Leute, wir können hier noch ewig weiter noch so durch die Ehrenhalle hier klicken. Wir werden immer wieder sehr starke, sehr heftige Namen sehen und halt auch bekannte Namen, die man auch so hier und da schon mal gesehen oder gehört hat. Ne? Aber ich denke mal, ja, fürs erste Video hier von dem neuen Server soll es soweit gewesen sein. Ich bin sehr begeistert und gespannt, wie das Ganze hier noch so weitergehen wird. Vor allen Dingen, ob sich noch untereinander so ein paar neue Zusammenschlüsse finden werden und die Gilden auf den Servern hier noch stärker werden, als sie eh schon sind. Und bleibt abzuwarten, würde ich sagen. Ne? Das soll es aber erstmal für heute soweit gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten schöne Grüße an den gesamten F17-Server. Ja, wünsche euch viel Erfolg da auf dem fusionierten Server, dass ihr nicht ganz so weit absackt in euren Rankings. Ne? Aber ich denke mal, das gehört auch irgendwo ein bisschen mit dazu. Ne? Dann hat man wieder ein bisschen was, wo man sich neu motivieren muss, ein bisschen zum Hochgrinden, sag ich mal. Ne? Das kann man auch als Ansporn sehen, dass man ein paar Plätze verloren hat. Ich nehme es zumindest auf meinem Server auch als Ansporn, auf jeden Fall. Ja, Leute, das war's soweit. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.